Das ist der Flo. Ja, ein Junge. Er ist schon Opa, hat das Frau schon gesagt. Und er ist wunderschön. Was ist das für eine Rasse? Das ist ein Rottweiler. Ein Rottweiler. Die klingen ja immer so böse, aber die sind total lieb. Das sind ganz liebe Hunde. Das ist so. Das heißt, die haben ein schlechtes Image. Genau. Okay. Er hat eine breite Schnauze. Das heißt, die schaffen schon Respekt, oder? Ja, ist halt ein großer schwarzer Hund, da haben die Leute immer Angst. Genau. Ihr kommt aus Franken? Aus Franken, ja. Genau. Das ist deine Frau. Du heißt wie? Steffi heiße ich. Die Steffi. Ja. Ja, Steffi ist blond und hat blaue Augen. Braune Augen. Okay, super. Warte, darf ich dich mal kurz sehen? So, sehr schön. Ihr trinkt schon Aperol? Nein, Sondern? das ist dieses alkoholfreie, Das alkoholfrei. das kleine rote. Das kleine Rote, sehr schön. Ja, ich habe euch angesprochen, ihr habt nämlich ein Auto, das ist so genial, dass man es fast noch erfinden müsste. Ihr habt einen Bürstner, aber nicht irgendeinen, sondern ihr habt einen Bürstner mit Hecksitzgruppe und Hubbett. Das heißt, ihr habt quasi eine Zweizimmer-Küche-Bad-Wohnung, fast eine Dreizimmer, oder? Jawohl, Genau. Dreizimmerwohnung. Genau, wenn du mal so lieb bist, stell dich mal vor. Ich bin der Volker Volker. Aus Langenzenn. Langenzenn Bei Nürnberg. Langenzenn bei Nürnberg. So, und du hast mir gesagt, naja, Auto ist toll, aber die Morelos, die hier so rum sind, auch nicht schlecht. Sind schöner. Ja, du hast ja mehr Platz im Bad, hast du mir erzählt. Ja, Raumbad, das ist was Schönes. Ja, ist natürlich so eine Sache, ein bisschen teurer, ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Du kommst mit dem Auto auf jeden Campingplatz. Das stimmt, jawohl. Das ist auf jeden Fall Camping. Und das Raumgefühl, oder ich zeig's mal gerade erstmal von außen rum, dass man es sieht, wenn du mal kurz mal mit mir mitkommst. Sei mal so lieb. Fiat Ducato, ist der laut? Och, ich sag mal, es geht. Es geht. Ist ein Nutzfahrzeug, das hört man. Ist ja Kastenwagen halt. So. Und ich zeig mal gerade, der ist jetzt teilintegriert. Als ihr vor der Entscheidung stand, ihr seid erst Neucamper, oder? Ja, seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Was hat euch am Camping so geflasht? Das Unabhängige. Das war noch vor dieser Zeit. Also es gibt ja im Moment einen ziemlichen Campingboom. Ihr habt euch vorher schon dafür entschieden. Ja, durch die 2 Hunde halt dazu, weil in einem Hotel mit 2 großen Hunden ist es immer so eine Sache. Und Das ist aber wirklich so, mit Hunden und Hotel geht gar nicht, oder? schwierig immer. Genau. Ihr habt nur noch einen, der ist leider gestorben, oder? 2, den haben wir einschläfern müssen, ja. Wenn du gerade einen Ticken näher zu mir kommst, einen ganz kleinen Ticken. So, super, wegen dem Mikro. So, und dann gucken wir uns den mal an. Ja, als ihr habt den neu gekauft? Den haben wir neu gekauft, jawohl. Und Stress mit Bürstner, irgendwas gehabt? Irgendwas, was stark kaputt war? Minimal, Kleinigkeiten. Okay, er funktioniert. Er funktioniert. So ist es. Ja, das Starke ist da drinnen. Das heißt, du würdest ihn nochmal kaufen, richtig? Ich würde mir jetzt einen Morello kaufen. Ja, aber das ist nur wegen der Größe, nicht wegen der Qualität. Nein, so ist er nicht schlecht. Der ist gut. Bin zufrieden. Wir gehen gleich mal rein, denn das Starke ist wirklich innen. Der hat einen Innenraum und ich habe zu dir gesagt, der ist größer als ein Morello. Da hast du mich ausgelacht. Da hast du gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ja, das weiß ich nicht. Ich war noch in keinem Morello drin. Ja, du kannst ja gleich mal reinkommen. Also es ist wirklich, es ist definitiv nicht größer. Du bist groß, wie groß bist du? 1,93. 1,93. Ja. Wir gehen mal kurz drum rum. Stark ist, was man sieht direkt, hier ist ein Heckfenster drin. Das bedeutet, das lässt schon so ein bisschen schließen auf eine besondere Form, oder? Eine Hecksitzgruppe drin. Eine Hecksitzgruppe. Ja. Und als er die gesehen hat, hat er gesagt, das ist unser Auto. Ja, das Raumgefühl ist schon groß. Und der ist gar nicht so lang. Ich schätze mal, der hat so 57. 57. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ich zeige mal gerade von der Seite. Aber gefilmt habe ich die ja schon, aber so im Einsatz, das hat sich jetzt bewährt, oder? Sage ich. So, das heißt, du kannst auf kleinen Touren, kannst du hinten die Sitzgruppe nutzen, ohne vorne irgendwas umbauen zu müssen. Jetzt habt ihr 2 Gruppen. Wie werden die dann benutzt bei euch? Ja, eigentlich sitzen wir schon mehr vorne, sage ich mal so. Das ist krasses Wetter heute, oder? In Franken. Sehr schön. Wenn man das Ganze sieht. So, und der Hund ist wo normalerweise? Der Hund ist eigentlich im vorderen Bereich. So, der ist vorne. Der zweite Hund war immer hinten, aber das ist halt jetzt leer. So, ich zeige es dir mal gerade. Also wie sie da so liegt, wie so eine Meerjungfrau neben dem Hund. Aber das Wetter lädt ja ein, oder? Stimmt, das ist herrlich. Sag mal, wir sind jetzt hier auf dem Stellplatz von Morello. Wie habt ihr denn Kenntnis davon erlangt, dass es den gibt? Mein Mann. Dein Mann? Ja. Und wie? Der hat recherchiert und hat deine YouTube-Video immer angeguckt und alles. Und dann hat er gesagt, wir fahren da mal her.
Und das haben wir ausprobiert. Ist das nicht so die großen Liner neben dem Bürstner, die sind nett? Habe ich mir gedacht, naja, wir probieren es. Und? Gerade Ist geklappt? gut. Nee, ist Es ehrlich. gibt keinen Unterschied, oder? Nein, Platz. nein, ist nicht. Wir haben Brötchen bekommen in der Früh Okay. und alles, also richtig klasse. Meinst du, das ist vielleicht so ein Marketing-Gag von Morelo? Die haben ja gesagt, hier dürfen ja nicht nur Morelos hin, sondern jeder, dass euch so ein bisschen reinschnuppern in die anderen Autos. Das hat der Volker auch gesagt. Hat der Volker? Ja, das hat er gesagt. Mein, oder? Ja. Genau, wenn ich mal kurz reingucken darf, die Heckgarage ist ein bisschen kleiner, oder? Die ist klein. Da muss man schon ein bisschen. Deswegen habt ihr Heckradträger jetzt. Ja, da bringt man nicht so viel rein. Also man muss schon übereinander schlichten, dass man da was unterbringt. So, und hier vorne, das ist wahrscheinlich für einen Hund. Das ist für den Hund, Genau, das Trinkwasser. das Trinkwasser für den Hund, genau. Gut, das heißt, da kriegt kein Evian, das kriegt nur die Frau. So, und da sind die Fahrräder drauf Die normalerweise. Fahrräder. Ist das gut oder ist es zu hoch? Also ich muss sagen, wir haben einen Anhänger dazu, da wo wir eigentlich die Fahrräder drin haben. Wir haben halt damals dazu gekauft, haben ihn aber selber noch nie benutzt. Achso, der war noch nie. Bei mir einen Anhänger, da sind 2 Fahrräder drin und die Hundeanhänger drin im Anhänger mit drin. Und deswegen haben wir den noch nie benutzt. Das Coole an dem Träger, du kannst ihn runterkurbeln. Kann man runterkurbeln, ja. Ja, sogar ziemlich weit. Also du könntest E-Bikes drauf machen, aber man hat ja immer so ein schlechtes Gefühl, sind die Fahrräder noch da? Ist natürlich 2 E-Bikes, das ist mal so eine Sache da in den Heck, Ist schon schwer, oder? dass man es nicht verliert. Okay. Aber du hast eine Heckkamera, du könntest öfter mal gucken, sind sie noch da? Ja. Gut, das bringt dir dann auch nichts mehr, wenn sie weg sind. Dann, wenn sie weg sind, sind sie weg. Sehr schön. Ja, das heißt, ihr habt jetzt so das Wochenende so ein bisschen genutzt. Habt ihr Urlaub gerade oder ist das euer Urlaub? Wir wollten eigentlich am Freitag schon los, aber mein Mann hat es nicht geschafft, Warum? weil er wieder gearbeitet hat. Ist das so ein Workaholic, dein Mann? Nein, Nein. das nicht, aber wir schaffen es halt manchmal zeitlich nicht. Und dann sagen wir fahren erst dann am Samstag, dass wir in Ruhe. Wir packen, ich brauche zu lang und dann, Ist aber auch so, die Frauen wollen ja alles mitnehmen, so ein bisschen, oder? ja, aber Hunger hat er ja dann auch, ne? Ach so. Stimmt, wir sind in Franken. Ich habe ganz vergessen. Das ist ja auch das Gemeine. Man geht ja normalerweise viel raus essen in Franken. Das Essen kostet wenig, es schmeckt gut. Es gibt ja Bierle dabei und so weiter. Also ich muss sagen, meine Frau kommt ja aus der Nähe von Lichtenfels. Deswegen kenne ich das im Moment alles zu. Gell? Schade. Fränkische Essen und Trinken, das ist perfekt. Ja, das stimmt. Komm, wir gehen mal rein. Ihr habt gesagt, ich darf mal kurz reingucken, denn ihr habt einen Außengasanschluss mit dabei. Oh je, ich habe es geschafft. Ich zeig's mal gerade. Es gab wie viele Chancen, dass ich das Glas umschmeiß? 100. 100. Ist das ein Alles gut. Echtglas oder ist das Nein, das ist ein Mömax-Glas. im Mömax? Ja. Ist es jetzt kaputt? Nee. Nein, das ist ganz, Oh, es tut mir so leid. alles gut. Es tut mir so leid. Da darf ich einmal kurz deine Füße zeigen? Was? Einmal ganz kurz. Es gibt niemand, der die so gut lackiert hat in meinem ganzen Leben, wo ich das gesehen habe, wie du. Ist der Sommer denn noch da? Ja, ganz ist da. bestimmt. Der kommt. Der kommt. Was war denn das schönste Ziel, wo ihr wart? Oh, Jetzt Camping. das Camping. Ne, wir waren immer Wochenende weg. Ja, aber Wir jetzt haben auch mal Italien oder so? Dinge haben wir ja noch nicht geschafft. War ja alles zu mit dem Lockdown. Okay. Das war ja das Problem. Aber ich war doch in Italien, habt ihr meine Videos gesehen? Ich war in Italien, in Frankreich, Ich in... habe die Videos erst ein paar Wochen zuvor jetzt von dir gesehen, Oh je. wie er mein Morello schmackhaft macht. Das war auch keine Absicht von mir. Ich habe auch Concorde gezeigt. War so. Ehrlich, den zeigt er mal nicht. Gut, wir sind ja in Franken, da sind ja ganz viele Hersteller zusammen. Phoenix, Morelo, Concorde, alle hier aus Aschbach und so weiter. Ja, genau. Ja, Gut, okay. ich bin da offen. Ich lasse dich mal in Ruhe. Steffi, gell? Ja. So, komm, wir gehen mal rein. Steffi ist großer Fan von irgendwelchen Fällen, kann man das sagen? Ja, man sieht's. Fellfan. Und hier die Nivea, die Repair and Care mit 33% gratis. Die DM-Markt, da kauft ihr oft ein? Gut, das ist noch eine Währung bei Frauen. Eigentlich. Rossmann. Ja, wir sind lang in Zen. DM, hier unten drin sind die einmal Handschuhe zum Putzen oder was nimmst du? Den nimmt er fürs WC. Fürs WC. Toilette zum Ausleeren. Echt? Nehme ich immer Handschuhe. Bist du Etepetete? Ich nehme das immer so in die Hand. Und in der Sache schon. Sonst eigentlich nicht. Ja, das hast du doch selbst produziert. Ja. Man muss sagen, ihr habt eine Chemietoilette, keinen Festtank. Und jetzt sieht man schon mal das riesige Raumgefühl hier. Also Auto hat, darf ich das sagen, was ungefähr gekostet hat? Um die 80, kann man sagen. Und es ist schon groß. Das heißt also, ihr dreht die Sitze,
habt hier so einen Bereich. Wahrscheinlich ist die Bank, die wird wenig benutzt, oder? Die hier. Da sitzt meine Frau immer beim Essen und ich sitze immer vorne. So, und hinten habt ihr eine richtige Lounge. Das heißt, ihr könnt euch dann reinknallen und könnt abends mal Fernsehen gucken oder mal... Will ich Fernsehen gucken hinten. So, und ich habe mich immer gefragt, das Umbauen, ob das denn schwierig ist. Und da hast du gesagt, guck mal oben drüber. Es geht elektrisch runter. Geht echt elektrisch. Ist das gut mit dem Hubbett? Ist das Längsschläfer, Querschläfer? Das ist Querschläfer. Okay, du bist ja groß. Ja, Bist du Seitenschläfer? ich bin Seitenschläfer. Dann geht's, oder? Ja, So, ich zeig's mal gerade. Das ist so richtig, man fühlt sich wie in einem kleinen Wohnzimmer hier, oder? so kleines Wohnzimmer kann man sagen. Das Coole ist, durch die Flächenvorhänge, du siehst dann auch nicht, wie die Fenster sind. Das eine Fenster ist hochkant. Das ist schon mal ganz anders wie bei den anderen Sachen. Und ja, ich setze mich mal ganz kurz hier rein. Dann zeige ich das mal gerade. So sitzt man denn hier drin, da kann man hier Fernsehen gucken. Ihr habt einen großen Fernseher, also der Abstand ist ja nicht so groß. Dann kann man hier rüber gucken. Man hat eine richtige Couch, also eine richtige Rundsitzgruppe. Ja. Das heißt, ist schon gemütlich, oder? Ja. Ihr habt eine Klimaanlage drin? Ja, Das war wichtig, oder? ja gerade mit den Hunden, wenn sie mal innen sind, da wird es ja mal schnell warm im Sommer. So, das ist uns eine Tell Air, weil wir normalerweise immer andere zeigen. Ein Dometic AES Kühlschrank, so, das ist auch klasse. Ein ganz großer, den habe ich noch nie gesehen mit dem Griff hier. Ist das gut? Oder ist es kalt? Macht es kalt ordentlich? Ist Bierler? Ja, funktioniert. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mach den mal auf, dass ich mal... Schaust du mir gerne in die Küche? Ja, das ist so ein bisschen mal, man kann oft die DNA des Besitzers ablesen anhand des Kühlschrankes. Was die Leute so drin haben. Was ist das denn hier? Ja, das trinkt meine Frau. Okay, ist das schon mit Alkohol oder ist das alkoholfrei? Ohne Alkohol. Ohne Alkohol. So ein Bitter. So, und dann habt ihr hier die Streichzart. Ist witzig, in Bayern, die kaufen alle Wein, Stefan. Die haben... Das sind ja unterschiedlich. So, und zeig mal dein Bier bitte. Darf ich das mal sehen? Es ist ja so, Franken ist ja nicht ein Bier. Das sind Hunderte, oder? Das sind hunderte Bier. Und was ist so dein Lieblingsbier? Unterschiedlich. Ich habe kein Lieblingsbier. Ich wechsle oft. Das heißt, du gehst in einen Biermarkt rein. Oft ist ja so, die Franken stellen sich dann eine Bierkiste zusammen mit mehreren Bieren. Ist es bei dir auch so? Nein, das mache ich jetzt nicht. Okay. Ich trinke halt einmal Zeit lang die Marke und dann wechsle ich einmal. So, ihr habt Kaffee. Ja, du darfst nochmal zumachen. Vielen Dank. Ihr seid auch Weintrinker, habe ich gesehen. Das ist die Küche, die könnte ein bisschen größer sein. Könnte größer sein, ja. So, und ich mal kurz da reinstellst, dass ich mal gerade die Größenverhältnisse sehe. Stehhöhe geht noch, oder? Die geht. Ist unterm Hubbett ein bisschen eng. Da wird es natürlich eng. Genau, wenn du mal so lieb bist, fahr's mal runter. Das wir mal sehen beim Bürstner. Ach, das geht schnell. Ja. Ich müsste jetzt aber die Polster weg tun, dass es ganz runter geht. Ach, mach mal gerade, wenn du mal so lieb bist. Einmal. Ich will nur mal gerade... Aber das ist eine Sache von Sekunden, oder? Ja, das geht schnell. Kann man nicht da runterlegen? Es ist aber dann so tief, dass unten kann ja keiner mehr sitzen, oder? Oder könnte noch einer? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Zum Glück ist das Bett gemacht. Mhm. Sag mal. Ein großes Bett. Ist da schon mal jemand rausgefallen? Nein, Das ist riesig. 2 Meter mal 1,60. Und überleg mal, der Platz ist nicht verschenkt. Das heißt also, tagsüber ist das Bett oben und abends und automatisch fährt dann hier dieses Spannbetttuch mit raus und das, ja, tolles Konzept. Also ich bin ganz begeistert. Und das Hochfahren, fahren wir mal hoch. Bitte. Geht ein bisschen langsamer wie runter. Aber es ist unkaputtbar. Hat das jemals nicht funktioniert? Bis jetzt hat es immer funktioniert. Boah, ist das ein geniales Konzept mit der Rundsitzgruppe hinten. Und du kannst alles liegen lassen oben. Kann man alles liegen lassen. So, das heißt, hier unten habe ich die Rundsitzgruppe, wieder mal Fälle. Das ist okay. Und jetzt kommen wir mal zu dem Teil. Einen Schrank hast du auch, einen Kleiderschrank? Schrank, einen kleinen. Sag mal. Auch da kann man Sachen hängend machen. Okay, du kannst hier auch absperren, habe ich gesehen. Du hast hier so einen Vorhang. Der ist Tür? eine Tür. Okay. Warte, ich setze mich mal rein. Mach mal zu. Ist so eine Sperre, gell? Okay. Und dann kann man hier hinten zumachen, wenn man mal so eine Ruhe haben will.
und Feierabend. Ja, vielen Dank. So, und auf der rechten Seite dann das Bad. Das Bad. Ist es so ein Schwenkbad? Oder? Nein, ist ein ganzes Bad, aber klein. Aber klein. So, das heißt, du hast also hier dann deine Dusche separat. Ja, Dusche ist separat. Geht doch eigentlich, oder? Etwas eng, Tankvolumen 100 Liter. 120. Wie lang langt das bei euch? Naja, im Höchstfall 2 Tage. Okay, das heißt, du bringst dann auch schon mal mit der Gießkanne das rein, oder wie? Haben wir auch schon gemacht. Habt ihr auch schon gemacht? Abwasser mit Eimer weggetragen und ist was Frischwasser mit Gießen. Ist halt Camping, was soll's. Katz dazu. Genau, hier vorne sind noch Haken mit dabei. Ja toll, mach nochmal zu. Dann sind wir eigentlich durch. Also ich wollte nur mal das Raumkonzept mal zeigen. Das heißt vorne, wenn du dich mal gerade vorne reinsetzt, von der Kopfhöhe, ob du dich da stößt, geht gerade so, oder? Geht so. Geht so. Also insgesamt könnte das Auto ein bisschen größer sein, oder? Ein bisschen größer dürfte das sein. So, ich zeig dich mal gerade, bleib mal sitzen. Das ist das Raumgefühl und ich schwenk mal gerade hier rüber. Und dann hast du dann diese große, na gut, die ist jetzt die Polster nicht mehr drin. Komm, wir gehen mal raus. Ich bin begeistert. Ist das gut hier, das Panel? Ist es leicht? Das ist in der Nacht sehr hell, wenn das da brennt. Aber es ist in der Nacht hell im Auto. Okay, liebe Bürstner-Leute, ihr könnt die LEDs ein bisschen dimmbar, am besten dimmbar machen, abschalten. Ja, entweder dimmbar oder was verstecken. So, das heißt, der Fernseher hier ist selten im Betrieb? Na, der ist schon öfters im Betrieb. Toll. Komm, wir gehen mal raus. Wir haben jetzt Teile, also da finde ich immer, wenn man gleich anfärben muss oder so, ist schon ein bisschen schwieriger. Ne? Das stimmt. Mensch, Und? Hat es dir gefallen? tolles Auto. Ja. Du bist, wie groß bist du? 1,72. 1,72. Da bist du größer als meine Mama. Und Okay. nee, ich habe halt kleine Hände. Ich bin zwar groß, aber ich habe vieles geerbt. Das heißt, bei 1,72, für dich ist das Auto super, oder? Ja, ideal. Also Ideal. mir gefällt es richtig gut. Sag mal so, die Qual der Wahl, als ihr das ausgewählt habt, ja, da gab es ja viele Modelle. Wie habt ihr euch da entschieden? Oder war es direkt der Bürstner? Nein, wir waren da bei Erwin Hümer, bei Wertheim. Ja. Und da war der noch. Und dann sind wir in jedes rein und raus, haben getestet und alles. Und das haben wir uns dann am besten rausgesucht. Ja, Da und waren wir uns einig. die Qual der Wahl, gab es da denn, dass ihr gesagt habt, lieber den oder den oder den? Dann würde ich jetzt nicht sagen, wie wir jetzt da genau drauf gekommen sind, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ihr habt die Hubstützen drin. Das ist in der Klasse nicht so üblich, sieht man selten, aber das ist toll. Eigentlich einbauen lassen. Okay. Warum? Weil mich das genervt hat mit den Keile, was trotzdem immer grob gestanden. Und der Preis für den Einbau nachträglich? Um die 5.000 Euro. 5.000. Warte, ich zeig mal gerade das Gesicht von deiner Frau. Hätte ich schön einkaufen können. Nee, da hättest du auch mal prima Luxusurlaub fahren können. Hätte ich auch, ja. Sag mal, ihr habt jetzt viel Geld dafür. Dafür hättet ihr ja auch 10 Jahre lang jedes Jahr Luxusurlaub machen können. Das heißt 8.000 Euro im Jahr. Ja, okay, aber wir fliegen jetzt nicht. Welcher die Hunde haben wir das eh nie gemacht. Wir haben die immer mitgenommen. Und dann war das die beste Lösung für uns. Weil so, wenn wir irgendwo gebucht haben, schauen müssen, 2 große schwarze Hunde, können wir nicht. Rottweiler. Nee, war eigentlich, wenn die kennengelernt haben, war das eigentlich in Ordnung, war gegessen. Aber man hat halt gucken müssen und man hat nicht spontan sein können. Das Und stimmt. so fährt man halt los, wenn man Lust hat. Mensch, aus der Nähe von Nürnberg seid ihr. Ja, lange in Zen. Langenzenn, das kann sogar ich. Und da liegt er jetzt, der Opa. Alter von ihm? 10 wird er im April. Das ist, sag mal, wenn du jetzt so einen Hund hast, der erste war ja schon, der Weggang war ja wahrscheinlich super schwer für euch, oder? Ja, Meier. Kira, das war eine Dobermann-Hündin, Ja. die war sehr wachsam, hat immer auf mich aufgepasst. Ja. Die hätte ich auch erst einmal kurz abcheckt, ob du da überhaupt reinkommst oder nicht. Aber es war in Ordnung. Ist sie alt geworden? Ja, die wäre jetzt 11 geworden. 11 wäre sie geworden. So, und jetzt ist ja die Frage, kriegt ihr noch mal einen Hund? Also er darf jetzt in Ruhe alt werden, gar. Okay. Ohne einen Jungspund, der wo ihn dann eichert und so weiter. Das ist ja oft so, nehmen ja Leute, wenn man merkt, so der Hund wird älter und so, dann nehmen die schon mal einen neuen Hund dabei. Also ich hätte es leicht, sagen wir mal, wenn ich einen Junghund da mit reinsetze, den noch anleinen und dann es passen. Aber das mache ich nicht. Okay. Verstanden. Mensch, das ist so, meine sind ja ganz frisch, 3 Stück, alle fast gleich alt, um die 2 Jahre. Die werden auch sehr alt, die werden 13 bis 15 Jahre, werden die Windhunde, die kleinen. Gute Hundeschule.
Gute Hundeschule haben sie. Die sind ganz lieb, also ganz liebe Tiere, aber du weißt, wenn nicht alles schief geht, werden die dich nicht überleben. Das ist aber so eine Entscheidung, die musst du treffen. Ja. Und die hast du nicht, wenn du die Tiere anschaffst. Da denkst du noch nicht an den Tod, oder? Doch, wir hatten schon eine Golden Retriever Hündin und die haben wir auch schon gehen lassen müssen. Traurig, ja. Ja, doch. Aber es sind treue Seelen. Steffi, die Steffi mit den perfekt lackierten Fußnägeln. Und die Fingernägel auch, sag mal. Nee, die sind ab. Die sind Wir ab. haben Tapeten abgemacht. Wir Tapeten? renovieren nämlich zu Hause. Renoviert. Ja, Schön. wir haben einen Rohbau. Ja, toll. Ich bin ganz begeistert. Ihr seid auf einem Leiner-Stellplatz, aber der Robert hat ja gesagt, hier darf jeder stehen. Es kostet nichts. Das stimmt. Ja, der Strom ist sogar umsonst im Moment. Ja, das stimmt. Wasser auch, Entsorgung auch. Ja, auch. Ist das nicht toll? Finde ich klasse. Hut ab Und und, es ist- ganz klasse. Ist nicht der schlechteste Platz, oder? Nee, sehr schön. Ja. Also passt alles Was wunderbar. auch toll ist, du hast keinen Sand drin. Ich bin nicht so der große Sandfan, muss ich sagen. Stört dich auch nicht. Das heißt, man bringt nicht jeden Schmutz immer gleich mit rein. Ist jetzt das erste Mal, dass ihr hier seid? Wir sind das erste Mal da. Und ihr wird nochmal kommen. Selbstverständlich. Anfahrt, Dauer hier von Nürnberg? Circa 40 Minuten. Komm, ich lasse euch mal in Ruhe. Vielen, vielen Dank für den netten Einblick im Rundgruppensitz Bürstner. Name von dem Auto, was ist ein Liseo? Liceo 644 644. Harmonieline. Harmony Line. So, TD irgendwie, so. TD 644 Harmony Line. Heute am 28. Februar 2021 in Lichtenfels in Franken. Ist es Ober-Unterfranken? Langenzenn. Nee, hier. Ist es dem Gott muss man danken für Unterfranken. Wundervoll. So. Oder Oberfranken. Tschüss.